Wie tausche ich eigentlich die Konnektoren an meinen Kabeln? Jetzt bei Metacustom Computers. Willkommen bei Metacustom Computers. Heute mit einem neuen Video zum Thema, wie tausche ich die Konnektoren an den Kabeln. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier 3 Custom Cable mit den relativ hässlichen Stock-Konnektoren vom Netzteil. Und die werden jetzt getauscht. Ich habe hier schwarze Konnektoren von gosumods.com. Link gibt es oben rechts. Und ich führe euch jetzt einmal durch den Prozess, wie löst man die Terminals aus dem Konnektor raus, wie verwendet man das Werkzeug, was man dafür braucht. Eine Sache vorweg, ich kann euch nur empfehlen, wirklich, wenn ihr mit Kabeln arbeitet, wenn ihr die selber sleeved, wenn ihr Konnektoren tauscht, egal was, macht euch einen Pinout. Das hier ist das Pinout, was ich selber angefertigt habe zu dem Superflower Lidex Platinum 1000 Watt. Das halte ich hier einmal in die Kamera. Das ist alles selbst durchgemessen und komplett aufgelistet. Checkt das doppelt, checkt das dreifach, weil die Zeitersparnis, indem man sagt, das brauche ich jetzt nicht wirklich, das ist es nicht wert, das Netzteil damit zu zerstören oder Teile auf dem Mainboard zu zerstören. Auch wenn es mittlerweile gute Schutzeinrichtungen gibt, die auf den Mainboards verbaut sind. Ich finde, es ist das Ganze einfach nicht wert. Macht ein Pinout, man ist da auf der sicheren Seite und man kann auch in der Community auf einschlägigen Foren, kann man anderen Leuten aushelfen, indem man das Pinout einfach hochlädt und andere Leute sich das dann anschauen können. So, kommen wir einmal zu dem Werkzeug, was man dafür braucht. Das wäre hier der ATX Pin Remover von Mod My Machine. Den gibt es im Moment zu kaufen bei Case King. Link gibt es oben rechts. Und den zeige ich euch einmal in Nahaufnahme. Es ist im Grunde nichts weiter als 2 sehr dünne Pins aus gehärtetem Stahl, die perfekt zwischen Terminal und Seitenwand der einzelnen Konnektoren hier reinpasst. Wie man das verwendet, das zeige ich euch jetzt. Ihr möchtet sicherstellen, dass ihr das Kabel wirklich fest in den Fingern haltet, denn man kann das Kabel leicht vor und zurück bewegen innerhalb des Konnektors und man muss Gegendruck aufbauen gegen den Pin Remover. Das heißt, ihr wollt das Kabel reindrücken. Von der anderen Seite müsst ihr das Remover Tool in den Konnektor einführen. Das zeige ich euch jetzt auch einmal von nahe. Ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig aufnimmt. Ich hoffe, ihr könnt erahnen, wie das Ganze aussehen soll. Gehen wir wieder einmal zurück. Nun baut man den Gegendruck auf, führt von der anderen Seite den den Pin Remover etwas tiefer in den Konnektor und schon hat man den Terminal draußen. Dann nehmen wir uns jetzt hier einmal den 4-Pin EPS-Konnektor. Und führen ihn direkt an der Stelle wieder ein. Wichtig ist dabei, dass ihr auf das Klicken achtet. Ich hoffe, dass die Kamera das wirklich wahrnimmt. Es ist ein ganz leises Klicken, was euch zeigt, dass die kleinen Fähnchen, die links und rechts, wenn ich das hier einmal an dem Dummy demonstriere, den kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Video, da sind 2 kleine Fähnchen links und rechts. Sobald die in ihre Rastposition gelangen, dann klicken die. Und dieses Klicken ist wichtig, damit stellt ihr sicher, dass der Terminal wirklich fest in dem Konnektor verankert ist. Ich hoffe, dass man das gehört hat. So, und
Mehr Magie steckt da eigentlich gar nicht hinter. Wenn man das in den Konnektor eingeführt hat und man das Klicken wahrgenommen hat, einmal testen, dran ziehen, ob es auch wirklich fest ist. Ist es, dann kann man genau so weitermachen. Das zeige ich euch jetzt im Zeitraffer, damit das Ganze hier nicht so lange dauert. Also viel Spaß dabei. Ja, da hat mich zu guter Letzt die Kamera in den Stich gelassen, leider. Aber wir sehen, wir sind fertig. Wir haben hier 3 wunderbare Kabel. Hat alles wunderbar geklappt. Ich denke mal, man konnte an der einen oder anderen Stelle sehen, dass es manchmal relativ schwer ist, so einen Konnektor, den Terminal aus dem Konnektor rauszubekommen. Davon aber nicht entmutigen lassen, das kommt vor. Manchmal sind die ein bisschen störrisch. Da ist es einfach eine Frage der Übung, eine Frage des Handgriffs, den man sich da aneignet. Ansonsten steckt da nicht wirklich viel Magie hinter. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr ein bisschen was lernen konntet und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Wenn es euch, das Video euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und für die Leute, die immer auf dem Laufenden bleiben wollen, denkt dran, unten gibt es den Subscribe-Button. Über ein Subscribe freue ich mich natürlich. Ich bin Michael, Meta Custom Computers und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!